Hey zusammen, in diesem Video verrate ich dir, wie du mit Slimgo Hula Pro in nur 7 Tagen deutlich mehr Kalorien verbrennen kannst. Dieser Plan ist anfängerfreundlich und funktioniert ähnlich wie mit dem normalen Hula Hoop. Auch der Slimgo braucht Körperkontakt. Wir starten mit Tag 1 und am ersten Tag geht es eigentlich eher darum, ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich lege mir den Slimgo um die Taille und ziehe es nach vorne weg und rotiere wie mit einem normalen Hula Hoop. Jeder, der Hula Hoop kann, wird hier keine so großen Probleme haben. Der Federkern ist zwar etwas wabbelig, aber da kommt man rein. Also man bekommt sehr, sehr schnell ein Gefühl dafür. Und der erste Tag besteht aus 15 Minuten Hullern. Achte bitte darauf, dass du etwas mehr Platz hast in der Wohnung oder dass du gewisse Dinge wegstellst, weil es ist ein dehnbarer Federkern. Wenn ihr mit eurem Training fertig seid, ist es wichtig, dass der Slimgo Schwung verliert. Deine Bewegung darf nicht mehr so viel Kraft haben. Der Slimgo verliert an Schwung und so kannst du ihn besser fangen. Am zweiten Tag erhöhen wir die Trainingszeit auf 30 Minuten und hier geht es darum, dass du mit deiner nicht so guten Seite anfängst. Es ist wichtig für deine Bauchmuskulatur, dass du beidseitig hullern kannst. Es wird dir am Anfang vielleicht etwas schwerer fallen, weil du viel mehr Power brauchst, weil du nicht so sicher bist. Bei regelmäßigem Training wirst du auch auf der Seite irgendwann gut hullern können. Nach 15 Minuten machst du das Ganze mit der anderen Seite. Achte darauf, dass der Federkern sich gut auf der Haut anfühlt. Es kann wie mit einem normalen Hula Hoop am Anfang doch etwas unangenehm sein. Meistens sind die ersten Tage etwas unangenehmer, von daher dranbleiben und weiter trainieren. Am dritten Tag winkelst du die Knie etwas mehr an. Du gehst etwas tiefer. Achte darauf, dass der Oberkörper nicht zu weit nach vorne kippt. Und dann erhöhst du das Tempo. Du wirst irgendwann ein Brennen in den Oberschenkel spüren. Versuche es auszuhalten. Es ist gut für Bauch, Beine, Po. Das machst du 10 Minuten pro Seite. Wenn du merkst, dass die Übung zu anstrengend für dich ist, dann komme etwas nach oben. Es wird dir einfacher fallen. Versuche aber das Tempo beizubehalten. Also versuche doch etwas schneller zu hullern. Ich kann dir empfehlen, dass du die 20 Minuten wirklich durchziehst. Versuche etwas tiefer zu gehen. Es ist vielleicht mega anstrengend, aber darum geht es ja. Die Übung ist machbar, auch für Anfänger, und am Ende sind es nur 20 Minuten. Am vierten Tag geht es an die Bauchmuskeln. Du trainierst 15 Minuten mit Hände hoch, wollte ich gerade sagen, mit gestreckten Armen. Versuche die Bauchmuskeln anzuspannen. Der Rücken sollte gerade bleiben. Du wirst es definitiv spüren. Es ist auf jeden Fall etwas schwieriger, etwas anstrengender, aber eine gute und effektive Übung. Achte darauf, dass sich das Hullern wirklich gut anfühlt. 15 Minuten Slimgo mit Hände hoch und dann ist der vierte Tag auch geschafft. Am 5. Tag spielst du mit der Geschwindigkeit. Versuche das Tempo in regelmäßigen Abständen zu erhöhen. Versuche aber mindestens für 20 Sekunden in dem Tempo zu bleiben, bevor du dann wieder langsamer oder schneller wirst. Das machst du 30 Minuten. Nach 15 Minuten wechselst du die Seite. Es ist ein intensives Cardio-Training, weil man halt dauernd das Tempo erhöht oder man wird mal langsamer, dann wieder schneller. Aber es ist sehr auspowernd. Wenn du merkst, das Tempo ist zu hart für dich, dann werde etwas langsamer. Es sollte sich immer gut anfühlen, also nicht über das Ziel hinausschießen, tastet euch ran. Ihr werdet definitiv an euer Limit kommen und ihr werdet merken, was bei euch geht und was bei euch nicht geht. Versucht es wirklich 30 Minuten durchzuziehen. Wenn ihr es nur 25 Minuten schafft, ist das auch kein Problem. Aber ihr wisst ja, ohne Fleiß kein Preis. Am 6. und vorletzten Tag geht es um mehr Bewegung, um mehr Abwechslung, ja, mehr Tanzmöglichkeiten, will ich gerade sagen. Also ich mache das zum Beispiel so, dass ich meine Arme hebe und immer einen Schritt nach vorne gehe und dann wieder zurück. Man braucht dabei etwas mehr Bewusstsein oder mehr Kontrolle, denn sonst rutscht der Slimgo herunter. Habe Spaß in der Bewegung, bewege dich, tanze von mir aus. Auch mit dem Slimgo ist das machbar, aber nur begrenzt. Man sollte sich bewusst und kontrolliert bewegen, dann klappt das auch. Ich kann euch empfehlen, das 15 bis 20 Minuten zu machen. 15 Minuten sollte man definitiv hullern, aber hier geht es mehr um den Spaßfaktor, ne? Also so ein bisschen mehr um Freiheit, um ja auch seine Geschmeidigkeit, wie soll ich das sagen? Man sollte ja auch etwas geschmeidig sein beim Hullern. Wenn man das Hullern aus der richtigen Perspektive betrachtet, kann es Spaß machen. Man kann sehr viel Spaß haben dabei, auch wenn es lustig aussieht, aber ein bisschen Spaß ist doch erlaubt, oder?
Am 7. und somit am letzten Tag ist es deine freie Entscheidung, was du machst, wie du dein Training gestaltest. Die einzige Voraussetzung, es sind 30 Minuten und nach 15 Minuten wechselst du die Seite. Ich kann euch empfehlen oder ich kann dir empfehlen, dass du alle Übungen mit einbeziehst, dass du das Tempo wechselst, dass du variierst, dass du mal in die Kniebeuge gehst. Hauptsache, du trainierst am letzten Tag 30 Minuten. Ich finde, wenn man ein Workout hat, was man selber zusammenstellen kann, das trainiert erstens den Kopf und manchmal hat man dann auch mehr Motivation, weil man einfach weiß, man ist frei, man kann trainieren, wie man möchte. Wenn ihr den Plan 7 Tage lang durchzieht und dann noch auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung achtet, dann werdet ihr ein erstes kleines Zwischenergebnis sehen. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Den Slimgo findet ihr in der Infobox. Probiert es gerne mal aus. Ich freue mich darüber. Macht es gut und bis bald. Tschüss.